Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt, ist ein schonungsloses und gleichzeitig hochpräzises Zeitdokument über eine der folgenreichsten politischen und wirtschaftlichen Fehlentscheidungen der jüngeren Bundesrepublik. Steffen Dobbert zeichnet nach, wie aus einer vermeintlich nüchternen Infrastrukturfrage ein geopolitischer Hebel wurde, der Europas Sicherheit und Wohlstand berührt. Das Buch verbindet investigative Recherche mit der großen Linie der Energiegeschichte. Es zeigt, wie Pipelines gebaut, Verträge geschlossen, Risiken kleingeredet und Warnungen ignoriert wurden. Zugleich eröffnet es Einblicke in die Mechanismen von Lobbyismus, politischer Kommunikation und wirtschaftlicher Pfadabhängigkeit, die aus kurzfristiger Bequemlichkeit und scheinbar rationalen Kalkülen langfristige Verwundbarkeit machte. Der Autor ordnet Zahlen, Dokumente und Stimmen ein und macht so deutlich, wie sich eine Mischung aus Wunschdenken, Geschäftsinteressen und politischer Symbolik zur Nord Stream-Doktrin verdichtete. Dabei bleibt das Buch nicht bei Schuldzuweisungen stehen, sondern seziert systemische Muster. Welche Argumente trugen die Entscheidung, wie verschoben sich Diskurse, wer profitierte, wer warnte und wer zahlte am Ende die Rechnung? Ergebnisse sind ernüchternd und lehrreich zugleich. Nord Stream wird zum Brennglas, durch das sich der deutsche Umgang mit Risiko, Energie und Russland lesen lässt. In der Summe liefert Dobbert ein Werk, das die unmittelbare Vergangenheit erklärt, das Jetzt verständlich macht und konkrete Lehren für die Zukunft formuliert. Wer verstehen will, warum eine Pipeline mehr als nur Röhren aus Stahl ist, findet hier die fällige Gesamtrechnung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: Von der Idee zur Pipeline. Entstehung, Struktur und Verträge. Die Geschichte von Nord Stream beginnt als technokratisches Projekt und wird rasch zu einem geopolitischen Streitfall. Steffen Dobbert zeichnet den Weg von den ersten Anbahnungen über die Konsortialbildung bis zur Verlegung der Rohre durch die Ostsee nach. Im Zentrum steht eine einfache Logik: russisches Gas, deutsche Nachfrage, eine direkte Leitung ohne Transitländer. Diese scheinbare Eleganz versprach Versorgungssicherheit, stabile Preise und politische Entspannung. Das Buch zeigt, wie Konsortien aus russischen und westeuropäischen Unternehmen die juristische und finanzielle Architektur schufen, die Risiken privatisierte und Gewinne verstetigte. Es erklärt, wie langfristige Lieferverträge, Kapazitätsbuchungen und regulatorische Ausnahmeregeln die ökonomische Rationalität des Projekts stützten. Zugleich dokumentiert Dobbert die geopolitische Dimension. Staaten im Baltikum und in Osteuropa warnten früh vor wachsender Abhängigkeit und der Umgehung bestehender Transitkorridore. Die europäische Regulierung mit Regeln zum Drittzugang, zur Entflechtung und Marktoffenheit wurde zum Spielfeld, auf dem juristische Detailfragen strategisches Gewicht gewannen. Das Buch beschreibt, wie Anbindungen an Land, etwa große Fernleitungen und Verteilnetze, die reale Macht der Offshore-Röhre erst wirksam machten. Besondere Aufmerksamkeit schenkt Dobbert der Erzählung von der reinen Wirtschaftsbeziehung. Er zeigt, wie Begriffe wie Brückentechnologie, Marktlogik oder Technologieneutralität eingesetzt wurden, um politische Einwände zu relativieren. Gleichzeitig beleuchtet er, wie Gutachten, Studien und Expertengremien das Projekt legitimierten, während kritische Stimmen als ideologisch oder russlandfeindlich abgetan wurden. Die technische Seite kommt nicht zu kurz. Kapazitäten, Redundanzen, Wartung, Sicherheitszonen und die Komplexität der Verlegung durch sensible Meeresräume werden nachvollziehbar erläutert. Das Ergebnis ist ein präzises Bild einer Infrastruktur, die wirtschaftlich durchkalkuliert schien und politisch tief polarisierte. Die doppelte Botschaft lautet: Nord Stream war nie nur ein Rohr, und sein Bau war weniger naturwüchsige Marktentwicklung als bewusste strategische Entscheidung, abgesichert durch Verträge, staatliche Duldung und eine Erzählung von Entpolitisierung, die das Politische gerade verdeckte. Zweitens: deutsche Energiepolitik und Pfadabhängigkeit. Der Preis der Bequemlichkeit. Dobbert verortet Nord Stream in der längeren Linie deutscher Energiepolitik.
Er erklärt, wie wirtschaftliches Kalkül, Emissionsziele und gesellschaftliche Stimmungen sich zu einer Konstellation verbanden, in der Erdgas als vernünftige Brücke erschien. Mit dem beschleunigten Ausstieg aus der Kernenergie nach Fukushima und dem Ziel, Kohle zu reduzieren, entstand ein Vakuum, das Gas füllen sollte. Günstige Importpreise, scheinbar flexible Lieferkonditionen und eine gut ausgebaute Gasinfrastruktur verfestigten diese Wahl. Das Buch beschreibt, wie daraus Pfadabhängigkeit wurde. Investitionen in Gaskraftwerke, Verträge mit langen Laufzeiten, die Ausrichtung der Industrieprozesse auf billige Moleküle und ein Marktdesign, das Pipeline-Gas privilegierte. Gleichzeitig wurden Alternativen unzureichend skaliert. Flüssiggasinfrastruktur blieb punktuell. Speicherregime ließen sich von wirtschaftlichen Akteuren steuern, die nicht priorär an Versorgungssicherheit interessiert waren. Dobbart zeigt, wie niedrige Großhandelspreise und die Erzählung von Diversifizierung die realen Klumpenrisiken verdeckten. Er arbeitet heraus, wie Sicherheits- und Außenpolitik zu Randnotizen einer Energiepolitik wurden, die sich als Klima- und Wirtschaftsprogramm verstand. Warnungen aus Partnerstaaten versandeten, weil sie im deutschen Diskurs als historisch motiviert galten. Das Buch analysiert, wie Behörden, Unternehmen und Politik in Routinen verfielen. Risiko wurde als Ausnahmeereignis betrachtet, nicht als Strategieelement. Durch Fallbeispiele macht der Autor sichtbar, wie Entscheidungen, die einzeln plausibel wirkten, kumulativ Bindungen schufen, aus denen ein schnelles Umlenken teuer und politisch schmerzhaft wurde. Nord Stream war in dieser Logik nicht Ursache, sondern Katalysator. Es verstärkte bestehende Pfade, erhöhte den politischen Einsatz und machte Rückzug schwieriger. Der Preis der Bequemlichkeit zeigte sich erst, als die angenommenen Prämissen zerfielen. Versorgung als Waffe, Preise als Schock und Sicherheit als der vergessene Kostenfaktor. Das Kapitel liefert damit mehr als eine Rückschau. Es bietet eine Lehre für jede Transformationspolitik. Brücken müssen Ausfahrten haben, sonst werden sie zu Sackgassen. Drittens: Netzwerke, Lobbyismus und Narrative. Wie Zustimmung produziert wurde, ein zentrales Anliegen des Buches ist die Frage, wie aus umstrittenen Projekten gesellschaftliche Akzeptanz erzeugt wird. Dobbart legt offen, welche Netzwerke aus Unternehmen, Verbänden, Beratern und politischen Entscheidungsträgern die Debatte über Jahre prägten. Er beschreibt, wie gut koordinierte Kommunikation und der gezielte Einsatz von Expertise das Meinungsbild formten. Studien und Gutachten, die ökonomische Vorteile betonten, erhielten hohe Sichtbarkeit, während sicherheitspolitische Abwägungen marginalisiert wurden. Das Narrativ Wandel durch Handel verknüpfte sich mit der Hoffnung, dass Energiehandel gegenseitige Abhängigkeit zur Friedensdividende mache. Der Autor zeigt, wie Begriffe gewählt wurden, um Komplexität zu reduzieren. Diversifizierung, Marktintegration, Versorgungssicherheit. Jeder dieser Begriffe enthält eine richtige Idee, doch im Zusammenspiel verschob sich der Fokus von Risiko auf Effizienz. Dobbart arbeitet Mechanismen der Einflussnahme heraus, ohne sich in Skandalisierung zu verlieren. Er beschreibt die Rolle von Branchenveranstaltungen, exklusiven Hintergrundrunden, Expertennetzwerken und politischen Karrieren, die zwischen öffentlicher Aufgabe und privatwirtschaftlicher Funktion wechselten. Dabei entstehen dichte Beziehungsgeflechte, die nicht illegal sein müssen, aber eine Tendenz zur Selbstbestätigung haben. Kritische Stimmen galten als politisch motiviert oder wirtschaftsfeindlich, was eine sachliche Debatte erschwerte. Das Buch zeigt, wie kommunikative Frames über Jahre stabil blieben, obwohl sich die geopolitische Lage veränderte. Auch Medienlogiken spielen eine Rolle. Komplexe Risiken lassen sich schwerer erzählen als kurzfristige Preisvorteile. Anhand konkreter Diskursmomente verdeutlicht Dobbart, wie sich Zustimmung schrittweise herstellte. Zunächst als technische Selbstverständlichkeit, dann als industriepolitische Notwendigkeit, schließlich als moralisch aufgeladenes Versprechen einer europäischen Normalität. Diese Eskalation der Legitimation machte es politisch kostspielig, umzusteuern. So lässt sich nachvollziehen, wie eine Gesellschaft sehenden Auges in eine Konstellation lief, deren Schattenseiten bekannt waren, aber durch attraktive Erzählungen überblendet wurden.
Das Kapitel liefert damit ein Lehrstück über moderne Regulierungspolitik unter Einfluss dynamischer Interessen und zeigt, wie wichtig transparente Verfahren, unabhängige Expertise und eine echte Streitkultur sind. 4. Öffentlichkeit, Kritik und das Versagen der Frühwarnsysteme. Dobbert widmet ein ausführliches Kapitel den Stimmen, die warnten, und den Mechanismen, die diese Warnungen leiser machten. Partner in Mittel- und Osteuropa, sicherheitspolitische Thinktanks, einzelne Behördenvertreter, auch Teile der Zivilgesellschaft artikulierten früh Risiken. Doch im politischen Betrieb wirkten Gegenkräfte. Der Autor zeigt, wie Risikoindikatoren zwar vorhanden waren, aber institutionell nicht durchschlugen. Frühwarnsysteme scheiterten weniger an fehlender Information als an Priorisierung. Wirtschaftliche Kennzahlen dominierten, politische Signale wurden als temporäres Rauschen gedeutet. Das Buch beleuchtet die Rolle von Prognosen, die Stabilität annahmen, und von Szenarien, die zwar auf dem Papier existierten, aber nicht in Entscheidungen übersetzt wurden. Ein weiterer Aspekt ist die mediale Dynamik. Komplexe technische und rechtliche Fragen erhielten wenig Platz, während die narrative Kraft von günstiger Energie und industrieller Wettbewerbsfähigkeit leichter zu vermitteln war. Dadurch verfestigte sich ein Bias zugunsten der Status-quo-Logik. Dobbert analysiert zudem, wie institutionelle Fragmentierung die Verantwortlichkeiten verwischte. Energie, Außen-, Wirtschafts- und Sicherheitspolitik liegen in getrennten Ressorts mit unterschiedlichen Zeithorizonten. Ohne koordinierende Instanz können selbst klare Warnsignale versanden. Das Buch diskutiert auch die soziale Psychologie kollektiver Entscheidungen. Gruppen neigen dazu, widersprechende Informationen zu rationalisieren, wenn die Kosten des Korrigierens hoch sind. So erklärt sich, warum mahnende Analysen zwar gelesen, aber als unwahrscheinlich bewertet wurden. Dobbert argumentiert, dass ein belastbares Risikomanagement nicht nur Daten, sondern Kultur braucht. Dazu zählen ehrliche Red Teams, die systematisch Gegenthese und Gegenbeweis suchen, und politische Formate, die Kosten des Nichthandelns explizit machen. Aus den geschilderten Versäumnissen leitet das Buch praktische Lehren ab. Diversifikation braucht Kennzahlen und Schwellenwerte, die automatisch Handlungen auslösen. Speicher und Infrastruktur müssen als Sicherheitsgüter begriffen werden. Und internationale Warnungen verdienen gerade dann Vorrang, wenn sie nicht in eigene Strategien passen. So wird deutlich, dass nicht Unwissen, sondern institutionelle Trägheit die Hauptursache für das Scheitern der Frühwarnsysteme war. Schließlich Krieg, Schock und Neuordnung. Folgen für Deutschland und Europa. Mit dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verschob sich der Rahmen radikal. Dobbert zeigt, wie Energie zur Waffe wurde und wie sehr die europäische Nachfrage der Jahre zuvor den finanziellen Spielraum Russlands vergrößert hatte. Das Buch erklärt die Dynamik der Preisschocks, die Kaskaden in Industrie und Haushalten und die Rettungspakete, mit denen Staaten kritische Versorger stabilisierten. Besonders deutlich wird, wie politische Abhängigkeit sich in fiskalische Risiken übersetzt. Währungs- und Rohstoffpolitik, Sanktionen, Preisdeckel, zusätzliche LNG-Kapazitäten, beschleunigte Genehmigungen und neue Partnerschaften prägten eine hektische Phase der Neuordnung. Dobbert beschreibt, wie schnell Europa trotz aller Pfadabhängigkeiten umsteuerte und wo die Grenzen dieser Anpassung liegen. Er behandelt die Sabotage der Ostsee-Pipelines als Zäsur, die den Mythos von Unverletzbarkeit technischer Großsysteme endgültig beendete. Die laufenden Ermittlungen und offenen Fragen werden sachlich eingeordnet, ohne sich in Spekulationen zu verlieren. Ein wesentlicher Teil des Kapitels widmet sich den langfristigen Konsequenzen. Deutschland hat begonnen, Versorgungssicherheit, Preisstabilität und Klimaziele neu auszubalancieren. Erneuerbare, Speicher, Effizienz, Flexibilität und Wasserstoffstrategien treten in den Vordergrund. Gleichzeitig bleibt die Lehre, dass geopolitische Resilienz Kosten verursacht, die politisch vermittelt werden müssen. Dobbert zeigt, wie Industriepolitik nun stärker auf Robustheit setzt, wie Lieferketten und Standortentscheidungen das Energiepreisregime berücksichtigen und wie europäische Solidaritätsmechanismen im Gasmarkt ausgebaut wurden.
Er warnt jedoch vor einer Illusion der schnellen Rückkehr zur Normalität. Alte Gewohnheiten sind zäh und neue Abhängigkeiten können entstehen, wenn Diversifizierung nur räumlich, nicht strukturell gedacht wird. Das Kapitel endet mit konkreten Lessons learned, frühzeitige Stressszenarien, harte Obergrenzen für Einzelquellenanteile, echte Redundanzen, internationale Koordination und eine Kultur, die das Unwahrscheinliche ernst nimmt. So wird Nord Stream zur negativen Blaupause, aus der ein resilienteres Energiesystem entstehen kann, das Sicherheit, Wohlstand und Klimaschutz balanciert. Zusammenfassend: Nord Stream. Wie Deutschland Putins Krieg bezahlt, ist ein Buch für alle, die an der Schnittstelle von Energie, Wirtschaft und Sicherheit Verantwortung tragen oder Entscheidungen verstehen wollen. Bürgerinnen und Bürger erhalten eine verständliche, faktenreiche Erzählung, die das große Bild mit konkreten Beispielen verbindet. Studierende und Forschende finden eine strukturierte Analyse von Pfadabhängigkeiten, Lobbymechanismen und politischen Entscheidungsprozessen. Führungskräfte in Unternehmen und Verwaltung gewinnen Einblicke in Risikomanagement, Kommunikationslogiken und die Bedeutung robuster Alternativen. Für Politikerinnen und Politiker liefert das Buch einen Werkzeugkasten, um Zielkonflikte zwischen Klima, Wohlstand und Sicherheit transparent zu machen und Prioritäten neu zu setzen. Der Nutzen für das eigene Leben liegt in der Fähigkeit, komplexe Debatten besser einzuordnen, Risiken früh zu erkennen und tragfähige Positionen in gesellschaftlichen Auseinandersetzungen zu entwickeln. Wer Investitionen, Karrieren oder politische Projekte plant, profitiert von den Lessons learned dieses Buches. Abhängigkeiten messen, Narrativen misstrauen, die zu schön sind, um wahr zu sein, und Sicherheitskosten ehrlich bilanzieren. Warum ausgerechnet dieses Buch kaufen? Statt vieler Spezialstudien, die Teilaspekte beleuchten, bietet Dobbert die seltene Kombination aus investigativer Genauigkeit, politischer Einordnung und erzählerischer Klarheit. Es verzichtet auf bequeme Gewissheiten, ohne in Zynismus zu verfallen. Der Autor zeigt Verantwortungsstrukturen, benennt Fehler und bietet zugleich konstruktive Pfade in die Zukunft. Im Vergleich zu allgemeineren Russland- oder Energietiteln fokussiert dieses Werk das entscheidende Fallbeispiel der letzten Jahre und zieht daraus übertragbare Lehren für die gesamte Energie- und Industriepolitik. Wer eine fundierte Grundlage für künftige Entscheidungen sucht, erhält hier mehr als eine Abrechnung. Eine Anleitung, wie ein souveränes, resilientes und nachhaltiges Energiesystem gedacht und umgesetzt werden kann. Wenn Sie unterstützen möchten, Steffen Dobbert, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.